We're good to go. Thank you, Vedmurti ji and Catherine for supporting today's program. I welcome audience who are watching online and who are present here. Also danke an Vedamurti und an Katrin dafür, dass sie das organisiert haben, und ich heiße euch willkommen und die Online-Publikum. What I propose is that I will talk for half an hour, and then for next half an hour or so, we can interact more. You may have many questions. I will be very happy to answer. Ich schlage vor, dass ich eine halbe Stunde lang vortrage, und danach für die nächste halbe Stunde werden wir euch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, die ich dann beantworte. Since the inception of the civilization, there have been three major struggles. Seitdem die Zivilisation entstanden ist, gab es drei Hauptkämpfe. I will mention the struggles and you will raise your hand, online or offline, if you have faced that struggle. Ich werde diese Kämpfe jetzt mal aufzählen und ihr werdet eure Hand heben, egal ob ihr hier live sitzt oder online, wenn ihr mit diesen Kämpfen schon mal zu tun hattet in eurem Leben. First struggle is man versus man. My disagreement, disputes, disappointments with others. Das erste ist der Kampf eines Menschen gegen einen anderen Menschen. Also das sind Streitigkeiten, Enttäuschungen und so weiter. Struggles with the boss, struggles with the spouse, struggles with the neighbor, struggles with the government. Streitigkeiten mit dem Chef, mit dem Ehepartner, mit dem Nachbarn, mit der Regierung. Have anybody faced it? Hat jemand von euch das schon mal erlebt? So this is the first struggle. Das ist der erste. Then there is a second struggle. Dann gibt es den zweiten Man Streit. versus within. Das ist der Mensch mit seinem Inneren. Struggle between two thoughts. Zum Beispiel der Kampf zwischen zwei Gedanken. Struggle between my action and my thoughts. Oder der Kampf zwischen meinen Handlungen und meinen Gedanken. Think of anything which you know is wrong, but still you are doing. Oder etwas, wo ihr genau wisst, das ist falsch, und ihr tut es trotzdem. Or think of anything which you know is right and still you are unable to do. Oder denk an etwas, wo du genau weißt, das ist richtig, aber du bist irgendwie nicht in der Lage, das zu tun. It can be eating something which you know you should not eat. It can be drinking something which you know you should not drink. Or it should be behaving something which you know you should not behave. Könnte es sein, dass du etwas isst, wo du genau weißt, das solltest du nicht essen, oder etwas trinkst, wo du weißt, das solltest du nicht trinken, oder ein Verhalten, von dem du weißt, dass du es nicht tun solltest. Now giving you time 30 seconds to think. Now two people are raising their hands. Fine. So this is what we call as man versus within. It kills at times us from within. Ja, das ist der Kampf des Menschen mit sich selbst, mit seinem Inneren, und der tötet uns manchmal auch. Can you relate with it? Könnt ihr das verstehen, Struggles nachvollziehen? here. Das sind die Kämpfe hier. Third is the struggle of man versus nature. Und das dritte ist der Kampf des Menschen mit der Natur. I may fall sick at any moment. Ich könnte jeden Moment krank werden. I may unfortunately met with an accident any moment. Oder ich könnte jeden Moment einen Unfall erleiden. Has anybody of you ever felt sick without your choice? Ist irgendjemand von euch schon mal krank geworden, ohne dass er sich das ausgesucht hat? That struggle is man versus nature. Das ist der Mann oder der Mensch gegen die Natur. Has anybody of you faced this struggle? Hat jemand von euch diesen Kampf schon mal erlebt? So since the beginning of the civilization, struggle are three. Also seit dem Beginn der Zivilisation gibt es diese drei Kämpfe. These struggles have a specific name in Vedanta. Und diese Kämpfe haben einen bestimmten Namen im Vedanta. First struggle, man versus man, Der erste ist Mensch gegen Mensch. is called
Den nennen wir Adhi Bhautik. Ati Potik. Bhautik. Adhi Bhautik. Potik. Man versus nature Der Mensch gegen die Natur. is called Adhi Devik. Das ist Adi Devik. Devik means God sent, what to do. And man versus within is called Adi Atmik. Und der Mensch gegen sein Inneres ist Adi Atmik. Adhyatmik. Ati. Have you heard this term? Habt ihr Adhyatmik. das schon mal gehört? Yes. Ja. So, since the beginning, when the struggles and the problems are same, then why can't the solution be the same? Wenn die Probleme von Anfang an die gleichen waren, die die Menschheit hatte, warum kann die Lösung nicht die gleiche sein? Tell me, out of these three struggles, whether mankind has improved or deteriorated in the last 5,000 years of civilization? Sagt mir, seit Beginn der Menschheit hat sie sich verbessert oder verschlechtert in den letzten 5000 Jahren der Zivilisation? For people online and offline also, if you think man has improved in these struggles, now we are in a better condition, then thumb up. And if you think we have actually deteriorated than ever before, there are more struggles of man versus man, more man versus within struggles, more man versus nature struggle, then show this. So Ja, what do you think? also wenn ihr glaubt, dass wir uns verbessert haben, dann könnt ihr den Daumen hochhalten, und wenn ihr denkt, dass es immer mehr Kämpfe zwischen den Menschen, also Mensch und Natur gibt und so weiter, dann könnt ihr den Daumen nach unten halten. If you want to be politically correct, you may choose this also. Wenn ihr politisch korrekt sein wollt, dann könnt ihr den Daumen so halten. So, saints and seers also face these problems and they searched for the solutions. Also seit Jahrtausenden haben wir diese Probleme und eben auch die Suche nach der Antwort. In their deepest orders of meditation, whatever they received as a solution is called Vedas. Und was in der tiefsten Meditation als Lösung empfangen worden ist, das ist das, was in den Veden steht. And after understanding the Vedas, whatever they said is called mantras. Und das, was aus den Veden entstanden ist, oder wenn man die Veden, after you read the Vedas. After they received the Vedas. Also das Wissen wurde empfangen und wurde dann in Form von Mantras niedergeschrieben. Received from the universe. Empfangen vom Universum. Has it ever happened to you? You are stuck something and suddenly idea clicks. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr irgendwo euch festgehakt habt und plötzlich kam die Idee und es läuft weiter? Yes. So this happened to them also. They were struggling with the problems of life, and when they meditated, ideas, thoughts started coming to them, the knowledge, the wisdom. So ist das mit den Rishis auch passiert. Sie haben mit den Problemen des Lebens gekämpft und dann haben sie dieses Wissen erhalten. The essence of Veda is called Vedanta. Und die Essenz der Veden wird Vedanta genannt. Vedanta means the last portion of Vedas. Vedanta bedeutet der letzte Teil der Veden. Where Vedas reach to the pinnacle of knowledge and understanding to solve human problems. Ja, durch die Veden kommt man zum Höhepunkt des Wissens und zum Verständnis der menschlichen Probleme. This is Vedanta. Und das ist Vedanta. So I will begin my talk with the small story. Ich werde meinen Vortrag mit einer kleinen Geschichte beginnen. So I have heard that there was a kingdom and there was a prince in that kingdom. Ich habe gehört, es gab ein Königreich und einen Prinz in diesem Königreich. He was going through his palace and there was a room that was closed and he opened that room and went inside.
Er ist durch seinen Palast spaziert und hat einen geschlossenen Raum gefunden und er hat ihn geöffnet und ist hineingegangen. There were many small paintings kept in that room. Viele kleine Gemälde gab es dort in He diesem Raum. started seeing all those paintings one by one, but one painting was amazingly beautiful. Und er hat sie sich alle angeschaut und eines davon war besonders wunderschön. He got stuck there and he kept on looking at the painting because it was phenomenally beautiful. Er ist dort stehen geblieben und vor dem Bild stehen geblieben und hat immer nur auf dieses Bild geschaut, weil es so sehr schön war. The painting was of a small girl and the girl was extremely beautiful. Das war ein Gemälde von einem kleinen Mädchen, welches überaus schön war. It was titled as Kashi ki Rajkumari, Der Name des Gemäldes war Kashiki Rajkumar, Princess of Kashi. die Prinzessin von Kashi. And he saw down there was the signature of the artist with a date which was 15 years old. Und er sah die Unterschrift des Malers und ein Datum, was 15 Jahre zurücklag. So he added the expected age of that girl with 15 years. Und er hat also die 15 Jahre auf das Alter dieser Frau aufgeschlagen. And then he realized that wherever that girl may be today must be of his own age. Und dann hat er festgestellt, dass sie in seinem Alter sein müsste. Then he got filled with a determination that wherever that girl is, I will find her and get married to her only. Und dann hat er den Entschluss gefasst, wo immer dieses Mädchen sich aufhält, ich möchte sie finden und heiraten. That day onwards, he stopped eating, drinking. Every day he will go and sit in front of that photo and start meditating. Und von diesem Tag an wollte er nichts mehr essen und trinken und Just staring at it. hat nur noch auf dieses Bild geschaut. The emperor and the queen, they were really concerned. They deputed a minister to understand what is the matter. Und der König und die Königin, die waren wirklich besorgt und haben gesagt, was ist hier los? When minister went to that prince, then prince told him everything. Und haben sie einen Minister zu ihm geschickt und der Prinz hat ihm alles erzählt. Looking at that painting, minister said, "Oh Prince, we need to talk." Und als er dieses Bild gesehen hat, sagte der Minister, Prinz, wir müssen reden. Prince said, "No talking. First you commit, you'll get me married to her." Und er sagt, nein, ich möchte nicht reden. Erst sorgst du dafür, dass ich sie heiraten kann. Minister replied, "If listening to me, after listening to me, if you still insist to get married to her, I promise I will give my life, but I'll get you married to her." Und der Minister sagte, hör mir erst zu und ich verspreche dir, wenn du danach, nachdem du mir zugehört hast, sie immer noch heiraten möchtest, dann werde ich mein Leben dafür einsetzen. Minister said, now Prince was ready to listen now, and then minister said, "I know everything about the painting, I know the artist, I know when it was made, and I know this girl also." Also, und der Prinz war bereit zuzuhören und der Minister sagt, ich kenne alles über den Künstler, über den Maler, über das Mädchen und über die Umstände. Prince was super happy to listen. Und der Prinz war sehr glücklich, dass er das jetzt endlich erfahren konnte. Then minister said it is a 15 years old incident and we had a big fiesta in our kingdom. Many kings have come to watch it. Und er sagt, es ist 15 Jahre her, wir hatten ein großes Fest hier im Königreich veranstaltet und alle Könige sind gekommen, um dem zuzuschauen. And there was a skit company who had to come and play a drama called Princess of Kashi. Und dann wurde ein Drama aufgeführt, welches heißt die Prinzessin von Kashi. And there was a small girl who was supposed to play as Princess of Kashi in that drama. Und es war ein kleines Mädchen, die eben die Prinzessin spielen sollte. But that girl fell sick one day before the drama actually would happen. Und dieses Mädchen ist aber krank geworden, einen Tag bevor das Drama aufgeführt werden sollte. She was so sick that she couldn't stand on her feet. Und sie war so krank, dass sie nicht mehr auf ihren Füßen stehen konnte. Now everybody was clueless what to do, and then your mother, means the queen of our empire, suggested an idea.
Und niemand wusste, was jetzt zu tun sei. Und deine Mutter, also die Königin des Königreiches, hat eine Idee gehabt. And the idea was, actually you were also very small and you used to look very beautiful. Nämlich du warst damals auch noch sehr klein und du sahst wunderschön aus. Then the queen suggested, why shouldn't we put some wig on you, have some makeup, given some rehearsals, and then to be plotted there as Princess of Kashi? Warum machen wir nicht einfach ein bisschen Make-up in dein Gesicht, ziehen dir wunderschöne Kleider an und du kannst dann die Prinzessin von Kashi spielen? So this is what actually happened. Und das ist, was passiert ist. You were given some rehearsal, given a wig, some makeup, and then you acted so amazingly good. Und das ist, was wirklich dann stattfand. Man hat dir den Make-up gegeben, die Kleidung gegeben und mit dir geübt, geprobt und dann hast du eine wunderschöne Prinzessin abgegeben. So, to keep that moment memorable, a beautiful painting was made of you. Und um diesen Moment festzuhalten, wurde dieses wunderschöne Bild von dir gemacht. So, my dear Prince, whom you are searching everywhere, whom you love immensely, who is the key to your peace? Also, mein lieber Prinz, derjenige, den du suchst, derjenige, in den du verliebt bist, den du über alles liebst, das ist der Schlüssel zu deinem inneren Frieden. Tat Tvam Asi, Prince, you are that. Tat Tvam Asi, Prinz, das bist du. And this is the essence of Vedanta. I told you the essence of Veda is Vedanta, and the essence of Vedanta is Tat Tvam Asi, you are that. Ich habe euch gesagt, das ist die Essenz von Vedanta. Ich habe euch gesagt, die Essenz der Veden ist Vedanta und die Essenz von Vedanta ist dieser Satz. Du You bist das. do not depend on anybody for your happiness and peace at all in any condition. Du hängst von niemandem ab, wenn es um dein Glück geht und deinen inneren Frieden, egal welche Umstände das sind. So, what are the 7 mantras that Vedanta offers for a healthy living? Was sind die 7 Mantras, die Vedanta uns bietet für ein gesundes Leben? So, I will in brief go through every mantra and then I will leave it to the class. If you have more questions, we will discuss it. Is it fine? Ich werde jetzt kurz durch diese 7 Mantras durchgehen und werde das dann lassen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr dann gerne noch die Fragen stellen. Perfect. So, one most important thing that Vedanta gives importance to is called mantra number 1, development of Viveka. Das erste Mantra, was von großer Wichtigkeit ist, ist die Entwicklung von Viveka. Fine. To understand this Viveka is, let me ask you, how many of you drive? Um das zu verstehen, Viveka, lasst mich euch fragen, wie viele von euch sind Autofahrer? If you are driving at 110 miles per hour of speed and you see many signals on the road, maximum speed limit 80. Wenn ihr 110 Meilen pro Stunde fahrt und seht aber auf der Straße ein Zeichen, welches sagt maximale Geschwindigkeit 80. But because it is a shining highway, less traffic, you are enjoying your drive, that's why you are 110. Aber es ist ein schöner Tag, die Straße ist perfekt, es ist niemand weiter auf der Straße, ihr genießt es und ihr fahrt deswegen 110. So nice. Das ist so schön. And then suddenly 300 meters away you see cops vehicle. Und 300 Meter später seht ihr die Polizeiwagen. Giving tickets to the people. Die verteilen Tickets. What will be the immediate impact it will create on your speed? Welchen Einfluss wird das auf deine Geschwindigkeit haben? Tell me. Sag mir. Will you stop or what do you do?
You will reduce the speed of your vehicle, Ihr werdet die yes? Geschwindigkeit How many of you will reduzieren. do it? Wie viele von euch würden das tun? Or you'll show your bravery or valor and cross them Oder at würdet ihr 110. Catch me if you can, is it? Würdet ihr einfach da durchfahren und sagen, fang mich, So wenn you ihr will könnt. reduce the speed, Wir yes? würden also die Geschwindigkeit reduzieren. How much will you reduce? Wie viel würdet ihr sie reduzieren? How? Okay, you will at least bring it in the range. You will at least bring it in the range, yes? Nein, Yes. Ihr würdet es also. How long will you continue driving after the cop has gone? You have crossed the cop, you were slow while crossing the cop. How long will you keep slow? Und wenn ihr dann an den Polizisten vorbeigefahren seid, wie lange werdet ihr so langsam weiterfahren? Tell me. Sag mir. I guess till cop can see you. Solange die Polizisten dich sehen können. Because it is still a shining road. It is still less traffic road, a bright day, you are Die enjoying Sonne your life. scheint, wenig Verkehr, es hat sich nichts geändert. So, when we change our behavior due to external impact, due to compliance, due to force, Wenn wir the unser, impact is limited. wenn wir unser Verhalten also anpassen wegen äußerer Umstände, um damit zurechtzukommen, dann ist Impact is limited. die Wirkung ist begrenzt. Temporary. Ist nur vorübergehend. You tell your kids to study, and when you shout them when they don't study or whatever, or your subordinates, when you are there, they would work. When boss is not there, they may not work that much. Ja, so du sagst deinen Kindern zum Beispiel, sie sollen arbeiten oder sollen ihre Hausaufgaben machen, und wenn du dann aus dem Zimmer gehst, dann machen sie was anderes. Have you Oder dein noticed Chef that? sagt das, und dann, wenn er weg ist, machst du wieder was anderes. Have you seen subordinates behaving differently when boss is there and behaving differently when boss is not there? Habt ihr es erlebt, dass man sich anders verhält, wenn der Chef in der Nähe ist, und dann wieder anders, wenn er weg ist? So, is such change useful? It's temporary. Ist so eine Verhaltensänderung nützlich? Es ist ja vorübergehend. Now let's go back to the same example. Na, wir gehen zum gleichen Beispiel zurück. Now you are again at 110 miles per hour, enjoying your life. Ja, du fährst jetzt wieder 110 Meilen pro Stunde, du genießt dein Leben. And on the next side of the road, you find a deadly accident. 2 people got killed, bloodshed on the road, ambulance blinking, people gathered, and you could see that 2 people died, bloodshed, everything. Und hinter der nächsten Kurve seht ihr dann einen fürchterlichen Unfall, der passiert ist. 2 Menschen sind dabei getötet worden. Ihr seht sogar noch das Blut überall auf der Straße, ein ganz schrecklicher Anblick. What impact will it have on your driving? Welchen Einfluss hat das auf euer Fahrverhalten? How many of you will actually reduce your speed? Wie viele von euch würden die How many Geschwindigkeit of you will do it? reduzieren? Can you raise your thumb up? Look, now you don't need any cop. Nobody Jetzt is braucht ihr den observing you. Polizisten nicht mehr. Nobody is observing you. Nobody is telling you Sieht to be euch auch slow. niemand. But it has come from within. Aber aus eurem Inneren heraus habt A ihr die change that Entscheidung. comes from within due to your own experience, when you understand that what is lesser, not good, and what is higher, this discretion is called Viveka. Ja, wenn ihr also eine Änderung herbeiführt, die aus eurem Inneren herauskommt, ne, wenn ihr genau wisst, das Innere hat euch angetrieben, diese Unterscheidung, die ihr dadurch machen könnt, die nennen wir Viveka. It's just like an egg. When broken from inside, life starts. But when broken from outside, life ends. Es ist wie ein Ei, wenn es von innen gebrochen wird, dann beginnt ein neues Leben. Aber wenn es von außen gebrochen wird, dann endet das Leben. So this is called Viveka. Principle number 1, know every moment in life what is higher and what is lower. And be very clear, because theoretically we may know it. Like cop said stop, we stop. Theoretically we all have given the exams to get the license. Also Viveka, das erste Prinzip, es geht ja darum zu erkennen, was höher ist und was nieder ist. Und ihr habt hier das mit den Polizisten in Erinnerung, oder eben diese aus der inneren Überzeugung heraus zu handeln. Das müsst ihr But in unterscheiden. practice we don't do it.
Aber in der Praxis tun wir das nicht. So that's why Viveka comes from internal realization that what is lesser and what is higher. Discretion. Diese Viveka, die Unterscheidungskraft, kommt eben aus der inneren Motivation heraus und der Erkenntnis, was ist höher und was ist untergeordnet. And the second mantra is Vairagya. Und das zweite Mantra ist Vairagya. When you know what is lesser, then leaving the lesser and choosing the higher is Vairagya. Also wenn ihr genau wisst, welches höheres und welches niederes Prinzip ist, dass ihr das Niedere lasst und euch für das Höhere entscheidet. So first is Viveka, second is Vairagya. Das erste ist Viveka, das zweite Vairagya. Like for example, when you are here or you are here online, you have left something to be here, yes? Ja, also das beste Beispiel ist, dass ihr jetzt hier seid. Ihr habt irgendetwas aufgegeben, irgendetwas losgelassen, um hierher zu kommen. You could have been somewhere else also. Ihr könntet auch irgendwo ein Bier trinken. So you chose something higher and left something lesser. Ihr habt etwas Höheres gewählt und habt etwas Niederes losgelassen. This is called Viveka and Vairagya, what you practiced just now, because you have taken Vairagya from something that was lesser. Ja, das ist genau das, was ihr jetzt praktiziert, ist Viveka und Vairagya. Denn ihr habt Viveka praktiziert mit etwas, was We nieder. have taken Vairagya many times. Look, when we were a kid, we used to drive tricycle. Ihr habt oft Vairagya geübt, zum Beispiel als ihr mit dem Dreirad als Kind gefahren seid. But then we left the tricycle because we got the bicycle. Irgendwann haben wir das Dreirad losgelassen, weil wir ein Fahrrad bekommen When haben. you get the higher, automatically lesser is left. Wenn du etwas Höheres, etwas Besseres bekommst, dann lässt du das andere But then los. you left the bicycle because you got the bike. Und dann hast du das Fahrrad losgelassen, weil du vielleicht ein Motorrad bekommen hast. So the rule is, choose the higher, the lower will automatically be removed. Die Regel ist also, wähle immer das Höhere und das andere wird automatisch abfallen. Don't struggle with removing what is lesser. Let's choose what is higher. Ja, also kämpf nicht damit, das Niedere loszuwerden, sondern wähle einfach das Höhere. Don't try to struggle with removing the bad memories. Let's create the good memories. Also müht euch nicht damit ab, die schlechten Erinnerungen aus dem Gedächtnis zu entfernen, sondern pflegt die guten Gedanken. Once these two things are done, then mantra number 3. Ja, wenn ihr das Because these two things are most important because they teach us making choices. We make choices and finally choices make us. Ja, also danach kommt das Mantra Nummer 3, aber diese beiden, die sind jetzt die allerwichtigsten, weil die uns beibringen, wie wir wählen im Leben. Look at your own life. Whatever you're doing, whatever you are today is just a combination of the choices you made in past Schaut years. euch euer Leben an. Alles, was ihr heute tut, alles, was ihr heute seid, ist das Ergebnis eurer Entscheidungen, die ihr getroffen So habt. life is a choice. Das Leben ist eine Entscheidung. We were born by chance. Wir sind, We die zufällig, by chance, but in between everything is a choice. wir sind zufällig geboren, wir werden zufällig sterben, aber dazwischen haben wir immer die Wahl. Now with that, the foundation is ready. Now mantra number 3. Wenn wir das jetzt haben, dann kommt jetzt das war die Grundlage für Mantra Nummer 3. First choice that we need to make it about our physical body. Die erste Wahl, die wir treffen müssen, ist, was unseren Körper betrifft. So I will borrow a verse from Bhagavad Gita. Ich werde jetzt einen Vers aus der Bhagavad Gita zitieren. This is verses 6.17. Vers 6.17, 17. also 6.17. It goes Yuktahar Viharasya. You don't need to repeat it. It is Yuktahar Viharasya Yukta Chestasya Karmashu Yukta Sapnava Bodhasya Yogo Bhavati Dukkhaha. Lord Krishna says, what is yoga? He has defined yoga. So first line is Yuktahar Viharasya Yukt Ahar. Eat balanced diet. Also es wird hier definiert, was Yoga ist, und die erste Aussage ist, ernähre dich auf ausgeglichene Weise. How many of you eat less than what you should eat or more than what you should eat? Raise your hands. Wie viele von euch essen mehr als sie sollten oder weniger als sie sollten? Exactly balanced diet.
Ja, eine sehr ausgeglichene right quantity, right quality, at the right time, in the right manner. die richtige Qualität, die richtige Quantität zur richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise. How many of you are doing it? Raise your hands. Wie viele von euch tun das genauso? Dann hebt die Hand. No food should be eaten after 3 hours of preparation. Once it is prepared, within 3 hours consume, or else it's not worth consuming. Das Essen sollte immer mindestens, also maximal 3 Stunden nach der Zubereitung gegessen werden. Danach ist es nicht mehr wert, gegessen zu werden. Says who? Says Gita. So sagt die Bhagavad Gita. Perfect. Now raise your hands. How many of you are following that? Wie viele von euch folgen da? This is nice. Yuktahar. Viharasya. Then take out time for recreation also. Come on. Life is given to us to recreate ourselves also, to rest also, to travel also, to meet people. So, but do it yukta, balanced. Und dann solltest du auch Zeit für Erholung haben, für Entspannung. Also das ist auch wichtig, das steht so in der Bhagavad Gita, aber es soll eben auf eine ausgeglichene Weise erfolgen. How many of you spend too much time in social networking, social media, WhatsApp, gaming? Raise your hands. Wie viele von euch verbringen zu viel Zeit in den sozialen Medien? So Krishna says, let's balance it. Krishna sagt, lass es uns ausgleichen. Yuktahar viharasya yukta cheshtasya karmashu means whatever you do, do it with your 100% of attention. Und die nächste Aussage ist, was immer du tust, tu es mit deiner 100%igen Aufmerksamkeit. Wherever you are, be 100%. Wo immer du bist, sei dort 100%. Whatever you do 100%. Was immer du tust, tu es 100%. How many of you had this experience when somebody had given you some work and you know that work is absolutely useless, but somehow you have to do it because he said it? Habt ihr schon mal die Situation gehabt, dass ihr einen Auftrag bekommen habt, etwas zu tun, was ihr total sinnlos fandet, aber es tut, weil es jemand euch gesagt hat? Fine. In this moment, because we have to do it, we do it, but we do it with half heart because we know it's useless work. Ja, wir sind überzeugt, das ist unnütze Arbeit und deswegen tun wir es nur mit halbem Herzen. Research says whatever you do with less attention and half heart exhausts you more and the quality of work is half. Krishna sagt, dass wenn immer du etwas halbherzig tust, dann tust du es mit der doppelten Energie, also du verlierst doppelt so viel Energie, als wenn du es vollem Herzen tust. So we have only 2 choices, either to do it or not to do it. But if we are doing it, if we anyways are doing it, let's do it with 100% of our efforts. Ja, also wir haben die Wahl, es zu tun oder es nicht zu tun. Aber wenn wir es tun, dann sollen wir es wirklich mit unserem ganzen Herzen tun. A promise with self that if I am doing it, whatever I do, it will be my best every time, every single moment. Ja, versprich dir selbst, dass wenn immer du etwas tun wirst, dass es das Beste ist, was du in dem Moment tun kannst. So yukta sapna avabodhasya, sleep at right time. Schlaf auch zur richtigen Zeit. How many of you sleep at right time? Get up at right time. Yukta sapna bodhasya. Get up also at the right time. Und steh auch zur rechten Zeit wieder auf. How many of you get up at the right time? Wie viele von euch stehen zur rechten Zeit auf? So, the right time, if you ask, at least 5:30. Die richtige Zeit, wenn ihr mich fragt, ist etwa And 5:30 accordingly, 8 hours of sleep, so you know when to sleep. und der Körper braucht etwa 8 Stunden Schlaf, so du weißt, wann du schlafen gehen So sollst. just after the session, go and sleep. Und direkt nach der Stunde legst du dich schlafen. Fine. So this is habit number 3, the mantra number 3 for your physical body. Mantra Nummer 3 für euren. Now, mantra number 4 for the social body. So, for the personal relationship. Und das Mantra Nummer 4 ist für die Yes. persönlichen Beziehungen. Yes, personal relationship, and I say personal means my relation with myself. Das bedeutet meine Beziehung zu mir selbst. So there was a verse of Gita called chapter 2, verse 48. Im Kapitel 2, Vers 48 der Bhagavad Gita. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya
Siddhi asiddhyo samo bhutva samatvam yog uchyate. Again, it's a definition of yoga. Ist auch wieder eine Definition von This Yoga. verse says yoga is emotional balance. Dieser Vers sagt, Yoga ist emotionale Balance. Appropriate emotions proportionate to circumstances. Also angemessene Emotionen, die den Umständen entsprechend sind. When you win or when you lose, be equipoised. Wenn du gewinnst oder wenn du verlierst, du bleibst gleichmütig. With how many of you it happens when people appreciate you, we feel more happy. Wie viele von euch werden glücklich, wenn euch And jemand when people wertschätzt? condemn us, we feel sad. Oder wenn uns jemand Can you verflucht, raise hands? wie viele sind dann traurig? Perfect. So till others can manage and control your mood, we will be emotional slave of others. Ja, solange andere Menschen deinen Geisteszustand beeinflussen können oder deine Gefühle beeinflussen können, dann bist du deren Sklave. So this fourth mantra is develop emotional independence. Und dieses vierte Mantra bedeutet, emotionale Unabhängigkeit zu entwickeln. It means I'm with you, I love you, but my happiness does not depend on you. Na, das bedeutet, ich bin mit dir, ich liebe dich, aber mein Glück hängt nicht von dir ab. It means I work with happiness, not for happiness. Das heißt, ich tue meine Pflicht glücklich, aber nicht um glücklich dabei zu werden. This is for personal relationship with myself. Das ist die persönliche Now the Beziehung fifth zu mir one selbst. is social relationship. Und jetzt kommen wir zum fünften, das ist die My soziale relation with Beziehung. others. Meine Beziehung zu anderen. Verse 17, chapter 17, verse 15 of Bhagavad Gita. Jetzt sind wir im 17. Kapitel und Vers 15 der Bhagavad Gita. Anudveg karamvakyam satyam priyam hitam chayat swadhyaya abhyasana vaichaiva vagmayatam uchyate. Lord Krishna says, whenever you talk to anybody, observe these four things for sure. Und Krishna sagt, wenn immer du zu jemandem sprichst, achte auf diese 4 Dinge. First, anudveg karamvakyam. Ask yourself, am I emotionally charged? Ja, frag dich erst, bin ich irgendwie emotional aufgeladen? Anudveg, emotionally charged. So, assure if you are emotionally charged, shut your mouth and go and sit there. Don't speak. Und falls du da gerade emotional bist, dann halt deinen Mund und setz dich in die Ecke. Majority relations get spoiled because two people who are emotionally charged, they are feeling life is nonsense and trying to make sense to each other. Die meisten Beziehungsprobleme entstehen dadurch, dass Menschen halt emotional verstört oder emotional aufgeladen sind und dann halt irgendetwas sagen, was das Ganze zerstört. How many of you have faced it? Wie viele That von after euch haben das an schon mal interaction, erlebt? when you were emotionally charged, later on you thought, why did I speak at all? Why? So, wenn ihr jetzt so aufgewühlt oder aufgeregt wart, etwas sagen und hinterher euch geärgert habt, warum habe ich überhaupt irgendwas gesagt? Anudveg karamvakyam satyam. Assure, next parameter of speech is, whenever you talk, assure you are factually right. Na, also bevor du deinen Mund aufmachst, solltest du erstmal dich versichern, ob du wirklich recht hast. It means, if somebody has come 5 minutes late on Monday, 10 minutes late on Tuesday, 15 minutes late on Wednesday, what will you tell that person? Na, oder stellt euch vor, jemand kommt montags 5 Minuten zu spät, am Dienstag 10 Minuten, am Mittwoch 15 Minuten. Was What do würdet we ihr ihm say? sagen? What we generally say? Was sagt ihr zu ihm? Speak out. What do you say to that person? Was sagt ihr zu dem? Sag's. You are what? Du bist was? Careless, Du bist indisciplined, rücksichtslos, undiszipliniert, lack punctuality. du unpünktlich. Are these statements correct? Sind diese Yes Aussagen or no? richtig oder nicht? How many of you say yes? How Wie many viele of von you euch say sagen ja, wie viele sagen nein? yes? These statements are wrong Ja, because falsch, these falsche are Aussagen. perceptions.
Denn das sind Wahrnehmungen. Truth is observation. Die Wahrheit ist die... So what you say, what you should say is, I observed you came 5 minutes late Monday, 10 minutes late Tuesday, and 15 minutes late Wednesday. This is factually correct. So please do not generalize, don't label people. He is careless, he is less punctual. When you label people, people become reactive and that creates mess. So if you want to improve interpersonal relationship, be factually correct. Also was ihr sagen könnt in der Situation ist, am Montag warst du 5 Minuten zu spät, am Dienstag 10 Minuten, am Mittwoch 15 Minuten. Das stimmt und das ist korrekt. Aber bitte setzt niemals ein Label an die an Personen. Ne? Das Satyam, observations, not perceptions. Na, die Wahrheit, also die Beobachtung ist nicht die Wahrnehmung. Satyam Priyam, whenever you speak, ask yourself whatever I'm saying, is it good to listen to also? Ja, und wenn immer ihr den Mund aufmacht, etwas zu sagen, überlegt euch zuvor, ist es eigentlich gut, sich das anzuhören. Do you know some people who are very truthful, but they speak so blunt that it really hurts? Ja, es gibt Menschen, die sind ehrlich, klar, aber die sind so direkt, dass es weh tut. So Lord Krishna said it has to be Priyam. You can't speak a truth which is that bitter, that as if that person will feel the agony throughout his life. No, it's not appropriate. Put it in the best possible Ja, words. es geht nicht darum, um jeden Preis die Wahrheit zu sagen. Und How many of you das do kann this mistake andere at sehr times? verletzen, deswegen muss das in die richtigen Worte dann... After every conversation, ask yourself, was is the best way I could have put it? Nach jeder Konversation, die ihr betrieben habt, fragt euch selbst, war das der beste Weg, es so auszudrücken, so wie ich es getan habe. And the last one is hitam, Und das letzte ist, beneficial. es sollte zielgerichtet Whenever sein. you talk to anybody, ask yourself, why should he listen that? Fragt euch immer, warum sollte der andere sich das anhören? What will be his benefit if he listens what I am saying? Was ist sein Nutzen davon, wenn er das sich anhört? And if the answer is nothing, don't speak. Und wenn die Antwort nicht passend ist, dann sag lieber nichts. You'll develop good interpersonal relationships that way. Follow this. Now mantra number 6. Jetzt kommt das Mantra Nummer 6. It is for your professional life. Es geht jetzt um das Berufsleben. So it also comes from Bhagavad Gita. Kommt auch aus der Bhagavad Gita. So it says this, Hatova prapyasi swargam jitva bhukshase mahim tasmat uttist konteya yuddhayat kritnishe. Hatova prapyasi swargam, Lord Krishna says, when you do what you are born to do, always choose a career which resonates with your personality. Es geht darum, das zu tun, was deine Lebensaufgabe ist, das, wofür du geboren bist, und wähle immer einen Berufsweg, die deiner Persönlichkeit entspricht. We have a live example here in this room. Wir haben ein lebendiges Beispiel hier im Raum. That example has worn yellow clothes today. Und das Beispiel trägt heute gelbe Kleidung. So he was a full academician, but then he chose what his heart resonates with. When you do it, you don't have to work for a single day in your life. Also er war Akademiker und dann hat er sich aber entschieden, das zu tun, was sein Herz ihm gesagt hat. Und wenn ihr das tut, dann ist das keine Arbeit, was ihr tut. Without effort, whole life becomes a karma yoga. Das ganze Leben wird zum Karma-Yoga. Row your boat gently down the stream. Merrily, life is but a dream. Jetzt fängt euer Boot langsam den Fluss nach unten und das Leben ist wie ein Traum. So Krishna says once you live your swadharma, swadharma means you should love it and it should be up to your strength areas also. Also Krishna sagt, leb dein Svadharma, und Svadharma sollte heißen, du liebst es, du liebst die Tätigkeit und sie sollte dir entsprechen. That is called Swadharma, my dharma. Mein Dharma. Then the verse says, if you look, there are 4 types of people on the planet. Es gibt 4 Arten von Type Menschen 4, auf dem. neither happy nor successful. Die Typ You have 1 seen ist, such sie people? sind weder Not successful. glücklich noch erfolgreich. Type 3,
they are successfully unhappy. Typ 3, sie sind Successfully unhappy. sie sind erfolgreich unglücklich. Fine, they'll have bungalows, they'll have big cars, they'll have everything, but inside they are unhappy. Sie haben Autos, Fahrzeuge, alles Mögliche, aber innen drinnen sind sie unglücklich. Type 2, they are happily unsuccessful. Und Typ 2 ist, sie sind glücklich und erfolgreich. You may call him anything, but he is very happy and satisfied inside. Ja, du kannst ihn irgendwie sonst was wie beschimpfen, aber er ist innerlich immer glücklich. Left is type 1, happy and successful. Und der Typ 1 glücklich und erfolgreich. So Krishna says, if you follow your sadharma, you will be either type 1 or type 2 in any case. Ja, und Krishna sagt, wenn du dein Swadharma folgst, dann wirst du entweder Typ 1 oder Typ 2 sein. Egal. Means either you will be happily successful or happily unsuccessful, but you will be happy for sure. Also du wirst glücklich erfolgreich oder glücklich ohne Erfolg, aber du wirst auf jeden Fall glücklich sein. Because peace and happiness is the dashboard of life. Denn Frieden und Glück ist das Dashboard. If you are peaceful and if you are happy, everything about life is fine. But if you are not peaceful and happy, something about life has to be fixed right now. Wenn du friedlich bist und glücklich, dann ist doch alles gut in deinem Leben. The last mantra is for your spiritual life. This comes from Bhagavad Gita chapter 6 verse 5. Das letzte Mantra ist aus Kapitel 6 Vers 5 und da geht es um das spirituelle Leben. Atma eva atmanah bandhuhu, Atma eva atmanah ripuhu, Atma atmanam uddaret, Atma atmanam avasadayet. Lift yourself by yourself. Erhebe dich durch dich selbst. Nobody will come from outside to lift you. Niemand wird von außen kommen, um dich zu erheben. It has to be done by you today and now. Es muss durch dich selbst erfolgen, und zwar heute und jetzt. Don't wait for your destiny, because actually destiny is waiting for you. Warte nicht auf dein Schicksal, denn dein Schicksal wartet auf dich. Destiny is just like shadow. You stay, shadow stay. You walk, shadow walk. You run, shadow run. Das Schicksal ist wie ein Schatten. Wenn du stehen bleibst, bleibt es stehen. Wenn du dich rumdrehst, dreht es sich rum. Und wenn du rennst, dann rennt es auch los. So for that we need to know our purpose of life. Deshalb müssen wir den Sinn unseres Lebens erkennen. Because, and for that, you should sit with yourself equal to the minutes of your age. Okay. If you are 42 years age, sit for 42 minutes. Minutes, okay. Du solltest so lange sitzen, wie du Jahre zählst. Also wenn du 42 bist, dann solltest du 42 Minuten sitzen. And do self-talk. Und mit dir selbst reden. Talk to yourself. Sprich mit dir selbst. What are my fears? Was sind Where meine I Ängste? need to improve. Wo musste ich mich noch verbessern? So in that I will conclude with a small story, because I started with a story. Und ich werde mit einer kleinen Geschichte beenden, denn ich habe auch mit einer Geschichte So gestartet. this conductor was a ticket collector in a bus. Das war ein Schaffner im Bus, So he used to take money from the people. der das Geld einkassiert hat. So one day one 6.5 feet long fellow climbed in the bus. Und ein 6,5 Fuß großer Mensch ist in den Bus hineingekommen. This ticket conductor went to that person and he said, money. Und dann ist dieser Schaffner dann zu ihm hingekommen und hat gesagt, Geld. That person was highly muscularly built. Und er hatte sehr große Muskeln. He folded his hands and he said, Big John doesn't pay. Er hat seine Hände von Arme verschränkt und gesagt, Big Joe zahlt nicht. The conductor became really furious because Big John was really too big. Er wurde wirklich ängstlich. And looking at his triceps and biceps, he didn't speak anything. Er
hat seine Streifen geschaut und er hat nichts mehr gesagt. Now every day this Big John will come in the bus and then conductor will say money, he'll say Big John doesn't pay. Jetzt wird er jeden Tag in den Bus einsteigen und der Schaffner wird sagen, Geld bitte. Und er sagt, nein, Big John zahlt He nicht. started feeling insulted. Und er fühlt sich dann verletzt. One fine day, Beleidigt. other people looking at Big John, they also started doing the same gesture. And they said, Big Vikrant doesn't pay. Und Big alle, Vedamurti doesn't pay. alle anderen Fahrgäste schauen sich das an und die fangen dann auch an, einfach so zu machen und sagen, ich zahle nicht. So he felt so much insulted that he left his job and took 3 months of leave. Ja, und er ist dann so beleidigt, dass er die Stelle verlässt und 3 Monate frei nimmt. But his eyes were in the fire of revenge. Aber in seinen Augen war Rache. So he went and joined gym 3 hours morning, 3 hours afternoon and 3 hours evening. Und deswegen ist er jeden Tag 3 Stunden am Morgen, im Mittag und am Abend mit diesem Gym zusammen gewesen. And he developed a more muscular build in 3 months. Ach so, er ist ins Gym gegangen, okay, und hat Muskeln aufgebaut, okay, ja. Now he has 15 centimeters biceps. Und dann hat er seine Bizeps 1 centimeter more than Big John. 1 Zentimeter mehr als der Big John. Then after 3 months he joined back the bus. Und nach 3 Monaten ist er dann zurück in den Bus gegangen. Initially he used to feel afraid that Big John shouldn't come, and today he was really waiting for Big John. Und er hat sich schon gefürchtet, dass Big John nicht kommen wird. For his fortune, Big John came in the bus. Aber er hatte Glück, Big John kam. He left everybody and directly went to Big John like bullet hits the target. Er hat alle losgelassen, ist direkt zu Big John gegangen. And then looking at the Big John with broad shoulders, he said, money. Dann hat er sich mit breiten Schultern vor ihm aufgestellt und hat gesagt, Geld. Big John as usual said, Big John doesn't pay. Big John hat wie immer gesagt, Big John But zahlt this nicht. time he was not going to keep quiet. Aber diesmal ist er nicht ruhig geblieben. He folded his sleeves and broadening his shoulders, he said, why won't you pay? Ja, er hat seine Arme hochgekrempelt und hat gesagt, aber warum willst du nicht zahlen? Big John very politely put his hands in the pocket and brought out a piece of paper and showed it to the conductor, and he said, Big John doesn't pay because Big John has a monthly pass. Und dann hat er aus seiner Tasche ein Papier herausgenommen und hat gesagt, Big John zahlt nicht, weil er eine Monatskarte hat. And he felt so much irritated, that conductor, that I should have asked this question 3 months back. Und er ist so irritiert gewesen, weil er sagt, warum habe ich die Frage nicht vor 3 But Monaten I was afraid. Aber ich hatte Angst. When actually you are weak, environment becomes powerful. Weil er Angst hatte, deswegen hat er ihn nicht gefragt. Und die Lehre ist, wenn du schwach bist, dann wird deine Umgebung If you plötzlich stark. feel situations, circumstances, relations are overpowering you, it means we are weak, they are not strong. Also wenn du merkst, dass die Umstände dich überwältigen oder die Beziehungen oder andere Menschen, dann heißt das, du bist schwach. Lift und das macht die yourself anderen by stark. yourself. Deswegen Lift erhebe yourself dich by yourself. durch dich selbst. So this is what I wanted to say. Just to summarize, we started and I said this, that from Princess of Kashi, you are that. Ja, so Vedanta, die Prinzessin von Kashi sagt, du bist das. Vedanta is the summary of Vedas, Ja, Vedanta ist die Zusammenfassung der Veden and you are that is the summary of Vedanta. und du bist das ist die Zusammenfassung des Vedanta. 7 mantra, mantra number 1 is Viveka. Und die 7 Mantren, das Mantra Nummer 1. An inner realization of what is lesser and what is higher. Eine innere Erkenntnis dessen, was das Höhere ist und was das Niedere ist. And once you know it for sure, then leaving the lesser and choosing the higher is Vairagya. Und wenn du das ganz sicher weißt und dass du dich dann für das Höhere entscheidest, das ist Vairagya. Third mantra is for physical, sleep at time, wake up at time, eat balance, do recreation. Und das dritte ist dann, geht es um den physischen Körper, iss also zur rechten Zeit, schlaf zur rechten Zeit und steh auf. zur Mantra rechten number Zeit 4 und for erhole personal dich. growth, mantra number 4 for personal growth. Das 4. Mantra für das persönliche Wachstum. Let's stop being emotional slaves for anybody. Ja,
sei kein emotionaler Sklave den anderen gegenüber. I love you, but I choose to be emotionally independent. Ich liebe dich, aber ich werde trotzdem emotional unabhängig sein. Work with happiness, not for happiness. Arbeite mit Glück, aber nicht für das Glück. Fifth mantra is for social relationships. Das 5. Mantra sind soziale Beziehungen. Before you speak, ask, am I emotionally charged? Bevor du redest, frage dich erst, bin ich aufgewühlt? Is it factually correct? Ist es richtig, was ich sage? Is it good to listen to? Ist es angenehm zu hören? Will it benefit him or Und her? wird das dem Zuhörer oder der Zuhörerin Gutes tun? If answer is no, keep quiet and sit there. Und wenn die Antwort Nein ist, dann halte lieber den Mund und setz dich hin. Sixth is for professional life. Und dann was fürs Berufsleben. Do what you're born for. Tu das, wofür du geboren bist. Identify your inner calling and make your career in that. Suche deine innere Stimme, deinen inneren Ruf und You'll mach be- daraus eine Karriere. You'll be either happily successful or happily unsuccessful, but happy for sure. Du wirst entweder glücklich und erfolgreich sein oder glücklich und erfolglos, aber auf jeden Fall wirst du glücklich sein. And don't wait for anybody. Lift yourself by yourself. Nobody is going to come. Ja? Und warte nicht auf irgendjemanden, erhebe dich durch dich selbst, aus dir selbst heraus, denn niemand anders wird kommen. Because Tat Tvamasi, you are that. Denn Tat Tvam Asi, das bist du. Thank you. So I thought of talking only for half an hour, but I guess I took around 50 minutes. So still, if anybody has any question, you're welcome. Online, any questions, you're welcome. Here, any questions, you're welcome. Maybe the 6th point, you didn't say the Gita place, like the Verse number. where is it, in which chapter? Yes, I deliberately didn't say because I wanted you to ask that. Das 6. Punkt für Yes, diese yes, Stelle yes. der A particular Bhagavad. which point you mentioned? 6th one, the personal. For the personal one, yes, 2.48. Okay. Kapitel Is 2, it- 48. Is it the one that if you do the duty of somebody else, then you can only be wrong? There's something like that. In personal life is being emotionally independent. 2.48 says that life will become a roller coaster ride if we will be so much responsive to the situations. Ja, also wenn du immer auf die Situation reagierst, dann wird das Leben wie eine Rollschuhbahn oder wie eine Achterbahn sein, aber deswegen nicht so emotional reagieren. Today my mood is good, I appreciated you. Tomorrow my mood is bad, I condemned you. And I asked for the professional life, like the 6th point. The 6th point was it, and not Professional life is Hatova Prapasi Swargam. Okay, so it is in chapter 2. Okay. It is in chapter 2. I'll tell you. It is in Okay. chapter 2. Kapitel 2. I will tell ist you es. today only. Yeah. Any other question, anybody? Gibt es sonst noch Fragen irgendwo? Having no question means 3 things. Keine Frage zu haben, kann 3 One. Sachen bedeuten. One, everything is clear. Eine ist, alles ist klar. Second, nothing is clear. Zweitens, nichts ist klar. Third, I'm hungry. Die dritte ist, ich bin hungrig. There are more possibilities, Yeah. much more. Yeah, it was a wonderful talk, and it was a wonderful setup. Yeah, wonderful setup. So it was perfect. So, but maybe for me it was very interesting to, as you set it up, and maybe you can tell a little bit more about Swadharma, because we had the subject also in the teachers training group, and you said it's
love it, and it should be appropriate to you. Maybe you can elaborate this a little bit more. Also die Frage von Vidamoti ist, möchte etwas mehr über Swadharma wissen. Also Vikrant hat gesagt, du liebst es und also das eine ist, du sollst es lieben, du sollst es gern machen oder es soll dir angemessen sein. Und was bedeutet das? Yeah. So, how many of you have heard this word dharma? Wie viele von euch kennen das Wort Dharma? What is dharma? Was ist Dharma? Duty, for example. Dharma, you know, very good. Dharma is the natural order of the universe. Dharma ist die natürliche Ordnung des Universums. It's the dharma of electron to revolve around the nucleus. Ja, das ist das Dharma eines Elektrons, um den Atomkern herum zu kreisen. When you leave some object, it falls down. Wenn ich etwas loslasse, fällt es nach It's unten. following its own dharma, natural Es order. folgt seinem Dharma. Planets revolve around the sun. Die Planeten kreisen um die Sonne. From micro to macro, everything is following its own dharma. Von Mikro zu Makro folgt alles seinem Dharma. Imagine for a second even, if electron chooses, I'm not interested today, today's Sunday. Stellt euch mal vor, ein Elektron sagt, heute bin ich nicht interessiert, heute ist Sonntag. Everything is gone then. Alles wird kaputt But sein. electron never did it. Aber das Elektron tut das nicht, Because it is following its own dharma. Makes weil es sense. sein eigenen Dharma folgt. You will never feel tired when it's your dharma. Du wirst niemals müde sein, wenn es dein Dharma ist. But when it's not your dharma, you will feel tired. Aber wenn es nicht dein Dharma ist, dann wirst du müde sein. It is just like that. When you love something immensely, your body may feel tired, but mind is fresh. Wenn du etwas sehr, sehr stark liebst, dann könnte dein Körper vielleicht müde werden, aber dein Geist ist immer frisch. Wherever you are feeling that you are tired mentally, it means you're not loving it enough. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass du mental ermüdest, dann liebst du es nicht genug. If you actually are loving it enough, there will be 3-4 parameters you will understand whether I am loving it or not. Wenn du etwas liebst, dann gibt es 2-3 Parameter, die erklären, ob du es genug These liebst oder nicht. parameters will help you to understand whether it is in my Swadharma or not. Und diese werden dir helfen, das zu verstehen. When you do it, time flows. Wenn du es tust, geht die Zeit wie im Fluge. When you do it, body feels tired, but mind remains fresh. Dein Körper könnte ermüden, aber dein Geist frisch sein. If nobody will pay for you, you would still like to do that. Und wenn niemand dich dafür bezahlen würde, du würdest es trotzdem tun. You forget yourself also when you're doing it. Du vergisst dich selbst sogar, während du das tust. You are in the flow. Du bist im Flow. Like Maradona is in flow when he plays. Footballer Maradona. Maradona, okay, ja. Wie Maradona zum Beispiel, wenn er Fußball spielt. So, if while you are working, if you are feeling these 4 things, know it's your Swadharma. Because this is what happens. Wenn du bei der Arbeit diese Dinge so spürst, dann weißt du genau, das ist dein Now, Swadharma. how to find your Swadharma? Write 10 points on this question. What do I love the most? Und wie findest du dein Swadharma? Schreib 10 Punkte auf die Frage, was liebe ich am meisten? Like for me, I love traveling the most. I love meeting people. I love understanding them. I love interacting with them. I love reading. So write down 10 points. What do you love the most? What do you love the most? I love going nature or just buy food. Perfect. I love going to nature. You know why kids love nature so much? Reason is because trees never ask, what was your math score in this test? Also Nobody is Jahan. er sagt zum Beispiel, er liebt es zu reisen, er liebt es mit Menschen zusammenzukommen, er liebt es Menschen zu verstehen, er liebt Bücher lesen
Und sie sagt, sie geht gern spazieren. Und er sagt, ja, warum mögen die Kinder die Bäume? Weil die Bäume nicht fragen, was sie als Mathe-Note bekommen haben. Nor any leaves ask that you don't look good, you are fat. Nobody judges Die you. Blätter fragen nicht, ob du gut aussiehst oder nicht. Fine. So write down those 10 points. What do you love the most? Then write down 10 points. What are your strength areas? Schreibt also die 10 Punkte auf, die ihr am meisten liebt, und dann schreibt die eure 10 Stärken auf. So there is a difference in that. Das gibt es einen Unterschied. Like for example, I love the most singing, Zum Beispiel, ich liebe es zu singen, but I can't sing aber ich actually. kann es nicht singen. Yes, it's not my strength area. What to do? Es ist, ja. So write down those 10 It's points. just perception, maybe. Thank you. I will take it as a compliment. So write down 10 points which are a strength areas. Strength areas means something that comes automatically to you. Schreib deine 10 Stärken auf. Also irgendetwas, was dir zufliegt, was du ganz automatisch kannst. Means you don't need to strive too hard for Du that. musst dich nicht so sehr anstrengen, um das zu tun. It becomes you. Du wirst es. Like strength areas can be somebody's communication skills, somebody's networking skills, somebody's programming skills. Ja, so alle möglichen Fähigkeiten, zum Beispiel zu Networken, Netzwerken oder Programmieren, Concept formation skills, problem solving Konzepte skills. zu formulieren, Probleme zu lösen. So now you know what you love the most and what your strength areas. Fine. Now, third question. What world needs today? What? What world needs today? Okay. Also du hast deine 10 Dinge aufgeschrieben, die du am meisten liebst. Du hast deine 10 Stärken aufgeschrieben und dann stell dir die Frage, was braucht die Welt heute? Write down 10 points in that. Schreib 10 Dinge auf, was die Welt heute braucht. World needs to stop global warming. World needs to stop the war. World Globale needs child Erwärmung education. zu stoppen oder die Kinder Schulbildung für Kinder. If you ask United Nations, they will say 17 sustainable goals. Ja, die Vereinten Nationen haben die 17 Development, Sustainable Now you got the Development list for Ziele. this? Ja. So if you are doing something in which these 3 things are there, what you're doing, world really needs it, you love it, in your strength area, then it's called inner calling. Ja, Like wenn him. du weißt, du liebst es, du hast eine Stärke darin und die Welt braucht es, dann ist es eine innere Berufung. It's an inner calling for him. Das ist ein He loves what he's doing, he's skilled in it, and world needs yoga today. Yes. Das ist wie die innere Berufung von Vedanta. So we have such a role model all the time with us. And then, fourth question. Und dann die 4. Frage. What world will pay for? Because world may need many, what world will pay for? Was will die Welt dafür bezahlen? Because world may need many things, but world may not pay for it. Die Welt mag vieles brauchen, aber sie möchte vielleicht nicht dafür bezahlen. So if what you're doing has connection with 1, 2 and 4, not 3, then it's called career. Ja, wenn es nur Verbindung mit 1, 2 und 4 hat, dann ist es die Karriere. Still you will enjoy because Du you wirst es love auch it. genießen, weil du es In your liebst. strength area, world is paying for you. Und es ist deine innere Stärke und die Welt bezahlt dafür. But what you're doing, if it has yes for all those 4 questions, Aber was ist, wenn es überall ein Ja gibt? you love it, Du liebst in your es, strength area, world needs it, world is ready to pay, du liebst then es, it es is ist called stark und die mission of your Welt life. braucht es und die Welt Go bezahlt and jump dafür. with it. Dann ist es deine Mission deines Lebens. Dann spring rein. All the great people you see walking on this planet, they'll have tick yes on all these 4 questions. Alle erfolgreichen, großen Menschen dieser Welt haben immer ein Ja. Without bei this diesen greatness Fragen. doesn't happen. Tick, sonst Take any name. sonst werden sie nicht erfolgreich sein. I know a lot of people, they have only 1 to 3, but the world don't want to pay for it. Yeah, it's also possible. Then you need a part-time job and do what you love. Also, The artist. Ja, genau. The artist.
in this world, the artists don't value so much like economics. But also, So if there are some online people, can we check if they have put some questions in that? Yes, I can. Yes. Have a look. They may feel involved. They can ask. Do you have questions out there? Tell us. Okay. Can we hear? They can speak. Also. Maybe our speaker doesn't work. Maybe they have a lot of questions, but they don't arrive here. Schreibt einer vielleicht? Yeah. So you can write it also in the chat. But there's nothing in the chat. Oh, they're happy. Happy and silent. And what about then I will ask. That's my job. Nobody asked, I have to ask. Then emotional independence. Maybe some words more on that. Eine Frage zur emotionalen Unabhängigkeit. So, whenever there are two basic concepts to develop emotional Es sind intelligence. zwei Konzepte, um emotionale Unabhängigkeit zu entwickeln. First is called Chitta Shuddhi, Das erste heißt Chit Shuddhi, purity in mind. Reinheit im Geist. Second is called Chitta Sthiti, Das zweite heißt stability of mind. Stabilität im Geist. Imagine a glass of water in my hand. Stellt euch ein Glas Wasser in meiner Hand vor. Why do you see a glass of water? Ihr seht ein Glas Wasser in meiner Hand. Imagine it is filled with the water. Stellt euch vor, es ist mit Wasser gefüllt. And if somebody came and he broke into me and this water fell down, Jemand ist zum Beispiel in mich reingestürmt und das Wasser ist nach unten gefallen. now tell me a situation or a condition that even if a person bangs into me with the full speed, not a single drop will fall out of this. Sagt mir eine Situation oder eine Bedingung, unter der das Wasser nicht rausspritzen würde, selbst wenn jemand mit voller Wucht gegen Tell mich me. stößt. Maybe when you drink. Okay, thank you. Vielleicht, wenn du das Wasser ausgetrunken hast. It was nice. So, it means only that thing gets spilt over which is filled. Okay, das heißt also, nur das kann überspritzen, wenn es voll ist. If you get angry very soon, it means anger is filled inside Wenn you. du sehr schnell ärgerlich wirst, dann heißt du, du bist bis zum Rande voll bereits mit Ärger. If you get irritated in every small thing, it means it is filled in you. Na, wenn du von kleinen Dingen dich aus der Ruhe bringen lässt, dann ist es What you alles need is voll. just a trigger, Du brauchst nur einen kleinen Auslöser und just an instrument nur ein Instrument, who will just trigger you at this moment and you will spill over him. ne, nur einen kleinen Auslöser, und dann schon wird es überspritzen. Now, that's why we need to develop emotional intelligence. Deshalb müssen wir emotionale Intelligenz. Now, how? Aber wie? So, now again, another simile. Imagine this glass is filled with water Stellt euch vor, das Glas ist mit Wasser. and I put a coin inside. Und ich lege eine Münze That hin. coin reaches to the surface. Die, And I want you to see the coin and read what is written on the coin.
also die Münze fällt und ich möchte reinschauen und es zu Can you erkennen, read was it? darauf Can you read it? steht. Kannst du das lesen, was auf der Münze steht? But imagine if this water is not pure, it's muddy water. Stellt euch vor, das ist schmutziges Wasser. Then will you be able to read it? Werdet ihr dann in der Lage sein, es zu Yes lesen, or was no? auf der Münze steht? Ja oder nein? So when the mind is muddy, you can't read the situations correctly. Also wenn dein Geist aufgewühlt ist, schmutzig ist, dann bist du auch nicht in der Lage, klar zu sehen. Means you have a wrong way of looking at the things. Du hast also eine falsche Sichtweise auf die Dinge. Fine. Imagine water is pure, no mud, Stellt euch vor, das Wasser ist sauber, egal. but I shake it like this. Aber ich schüttle es. Now can you read? Könnt ihr es jetzt Still you lesen? can't read it. Nein, könnt ihr auch nicht, Because water is not stable. weil das Wasser nicht stabil ist. So in order to you to see through, two conditions are must. Also es müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, damit du It should durchschauen be kannst. pure Es muss rein sein, and it should klar be sein stable. und es muss still sein. Purity means Karma Yoga. Reinheit bedeutet Karma Yoga. Karma Yoga means right attitude and right action. Karma Yoga bedeutet die richtige Einstellung und die richtige Handlung. Right perspective of looking at the things. Die richtige Perspektive auf die If Dinge. you are looking at the things through right perspective, you won't be worried about things, you won't become sad with things, if your perspective is correct. Wenn du mit der richtigen aus der richtigen Perspektive auf die Dinge schaust, dann wirst du dir nicht unnötig Sorgen machen und du wirst ruhig bleiben. So what is the fruit of Karma Yoga? Purity of mind. Das ist die Frucht von Karma Yoga, Reinheit des Geistes. You see, Karma Yogis are more relatively stable because they have a right perspective of looking at the things. Karma Yogis sind emotional stabil, weil sie die richtige Perspektive auf die Dinge haben. Fine. So, a question to be asked every moment, whenever you react to a situation, ask yourself, is there any another perspective of looking at the same situation? Also was ihr euch immer fragen sollt, wenn ihr in eine Situation hineingeht, gibt es noch eine andere Perspektive? Can there be eine another point of Möglichkeit, view of the same situation? eine andere Möglichkeit, die gleiche Situation anzuschauen? It can be done like if today I'm very much mad at my spouse. Zum Beispiel, wenn ich gerade wütend mit meinem Ehepartner bin, Can I see the same situation from her perspective? kann ich die gleiche Situation aus ihrer Perspektive sehen. If I'm very much upset with my boss's behavior, Wenn ich sehr wütend bin über das Verhalten meines Chefs, ask yourself, can I look at the same situation from his perspective? frage dich, kannst du die gleiche Situation aus seiner Perspektive anschauen? Because there are three perspectives. Denn es gibt drei Perspektiven. My perspective, Meine, your perspective, deine overall perspective. und die allumfassende Perspektive. It's called my reality, Meine which is called Wirklichkeit, subjective reality. die subjektive Wirklichkeit, Your reality, deine Wirklichkeit, objective reality, objektive Wirklichkeit and absolute reality. und die absolute Wirklichkeit. When you do this, you're doing Karma Yoga. Wenn du das tust, dann tust du Karma So Yoga. a simple way, ask yourself, is there another way to see at the same situation? Is there something I don't know? Ja, also frag immer, gibt es eine andere Möglichkeit, die Situation zu sehen? Gibt es irgendetwas, was ich noch nicht Like weiß? for example, I'm teaching and you are again regularly looking at your mobile phone. Ja, zum Beispiel, You are not making eye contact to me. You are not paying attention. Fine? So I may feel she is not attentive. But then can there be another perspective to look at it? Maybe she's worried about her daughter, whether she has taken dinner or not. That is true. I'm worried about my mother because she's alone and she See? cannot walk, so I have to see if she's calling me. I told you this. So this is Karma Yoga. This is purity. And see, out of all of you, how could I pick her only for this example? Also er könnte sich sagen, sie schaut die ganze Zeit aufs Handy, sie hört mir nicht zu, sie ist unaufmerksam aber es könnte auch ganz anders sein, dass sie sich zum Beispiel Sorgen um ihre Tochter macht, Your ob sie schon eyes gegessen hat. are the mirror of your soul.
Deine Augen sind der Spiegel deiner Seele. Looking at the eyes, it can be very easily understandable that what is going inside. Schau den Menschen in die Augen, dann kannst du sehr leicht verstehen, was in ihrem Inneren So vorgeht. if I feel she is not attentive towards me, I may take it as an offense. But if I see another perspective, I will be concerned and compassionate. Ja, also wenn du siehst, sie schaut mich nicht an, sie ist unaufmerksam, dann könnte ich es als Beleidigung betrachten, aber du kannst es auch ganz anders sehen. Aus einer It anderen is called Perspektive. Karma Yoga, which gives purity of mind. Das nennen wir Karma-Yoga, welches uns Reinheit des Geistes gibt. But after purity, you need stability of mind also, no turbulence, no mood swings. How many of you have mood swings? If you meet them on Monday, he's a different person, and Friday is a different person. If you meet him in morning, he's a different person, evening is a different person. So how is he? Depends on when you met him actually. Ja, das sind die verschiedenen Geisteszustände oder Gefühlszustände. Ja. Manche sind So montags what- anders als freitags und so weiter. Next thing we need is the stability of mind, Ja, also wir brauchen nicht nur die Reinheit des Geistes, sondern eben auch die which Stabilität des Geistes. comes through Upasana Yoga. Und das erreichen wir durch Upasana Yoga. For that we meditate. Dass wir meditieren For that we do pranayama to und stabilize. Pranayama things. Makes sense? machen und stabilisieren. Now with Karma Yoga gave you the purity, Upasana Yoga gave you the stability. Ja, Karma-Yoga gibt dir die Reinheit und Upasana-Yoga gibt dir die Stabilität des Geistes. Together is called emotional intelligence. Und zusammen erreichst du dann die emotionale Intelligenz. But it's not spiritual elevation. Aber es ist keine spirituelle Erhebung. For that you need Jnana Yoga. Dafür brauchst du Jnana-Yoga. But for Jnana Yoga, Karma Yoga and Upasana Yoga are must. Aber für Jnana-Yoga ist Karma-Yoga und Upasana-Yoga ein Muss. eine Because Voraussetzung. if your mother is hungry at home, you can't pay attention. Denn wenn deine Mutter hungrig zu Hause ist, dann kannst du nicht Are you dich- getting it? So Karma Yoga and Upasana Yoga are must. And then you read and study. Then you'll understand things Karma-Yoga, properly. Upasana-Yoga ist Voraussetzung und dann erst kannst du in Ruhe lernen und studieren. So step 1 is Karma Yoga. Step 2 is Upasana Yoga. Step 3 is Jnana Yoga. Schritt 1 ist Karma-Yoga, Schritt 2 ist Upasana-Yoga und Schritt 3 ist Jnana. Jnana Yoga leads for liberation. Jnana-Yoga führt zur Says Befreiung. who? Swami Shivananda. So sagt Swami Shivananda. Upasana Yoga and Karma Yoga together was called as Raj Yoga by Swami Vivekananda. Upasana-Yoga and Karma-Yoga and Karma Yoga and Upasana Yoga together was called as Raj Yoga by Swami hat Vivekananda. Swami Vivekananda zusammen als Raja-Yoga If you see the 8 limbs of yoga, wenn ihr euch die 8 Glieder des Yoga anschaut, Yama, Niyama and Asana fall in Karma Yoga. Yama, Niyama und Asana gehören alle zu Karma-Yoga. Pranayama, Pratyahara, Dhyana and Dhyan fall in Upasana Yoga. Und Pranayama, Yama, Dhyana und Pranayama, Upasana-Yoga. Pratyahara, Pratyahara, ja, Dharana and Dhyana falls in Upasana Yoga. gehören zu Upasana-Yoga. So it is a complete journey of life, Yoga Sutra. Could I answer you? Habe ich deine Frage beantwortet? Yes, yes, wonderful. Yeah, it's, Mhm. I think I have, in me, I know it's a misunderstanding what is karma yoga. Like, for example, when I'm in India, in an ashram, and I do veggie chopping for this guru, I know this is some kind of service I do with any, with the right attitude. But when I chop the veggies in my kitchen here in Cologne, this is that's a little bit different attitude of the doing. Any action which you do without any binding desires for the results Okay. is a karma yoga. Die Frage war, wenn Sie, Any action that you do without binding desires
of the results is Karma Yoga. Die Frage war, wenn sie Gemüse in einem Ashram putzt, dann hat sie eine innere Einhaltung, das ist jetzt Karma-Yoga. Wenn sie ihr eigenes Gemüse in der Wohnung putzt, dann ist es irgendwie nicht so. Und was ist jetzt eigentlich Karma-Yoga? Und die Antwort war, jede Handlung, die du ausführst, ohne dich an die Ergebnisse oder die Früchte deiner Handlung zu binden, ist Karma-Yoga. When I say binding desires, I mean that I insist that when I cook, people will like. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ein bindendes Verlangen, dann ist das, wenn ich jetzt koche, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute das am Ende auch mögen. Or I insist, if they don't like, at least they should not speak bad things about my cooking. Oder ich bestehe darauf, selbst wenn sie es nicht mögen, dann sollen sie dann zumindest ihren Mund halten und nicht schlecht über meine Kochkünste sprechen. Karma Yoga in the most simple way is do your best and leave the rest. Also Karma Yoga kurz zusammengefasst heißt, gib dein Bestes und überlass den Rest. But this is right attitude portion. I defined it as right attitude and proper attitude and right action. So this is about the proper attitude, what should be the attitude, and the action part has to be right. Right means it should be either in the benefit of all or in the benefit of us. But if the action is only in my benefit and it is going to harm you, then it's not Karma Yoga. So there are three types of actions. Also das erste war gerade über die Einstellung, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Karma Yoga, die Einstellung. Und das zweite ist aber eben auch die Handlung selbst. Die sollte natürlich zum Wohle des Ganzen sein oder zumindest zum Wohle der hier Anwesenden. Wenn es nur zu meinem eigenen Wohl ist, dann ist es auch nicht Karma Yoga. So Sattvic Karma means I do for your benefit. Sattwisches Karma ist das, was ich tue, für deinen Wohl. Ja. Fine. Rajasic Karma, first me, then you. Rajasiges Karma ist erst geht's um mich und dann kommst du. Even so far it is okay. Soweit ist es in Ordnung. But Tamasic Karma only me. Tamasisches Karma ist es geht nur um mich. Fine. Or it may hurt you even. And I don't bother. I may harm you. This is not right action. So only two actions are permitted. Sattvic and Rajasic, not Tamasic. Also ich könnte dich verletzen, also das wäre dann überhaupt nicht in Ordnung und deswegen die Handlungen sollen Sattvic sein oder Rajasic, aber Tamasic geht gar nicht. So this is Karma Yoga. Fine. If you are doing any action for the benefit of majority or general benefit, including you also as a beneficiary, even if you consider yourself first and then others, still it is the right action. No harm to the society you are creating. It is the right action. But the attitude also has to be right. Like, I have done so much for the society, let me be appreciated. And if they don't appreciate enough, this is wrong, I'm feeling sad. It is not Karma Yoga then, because the desire is binding. The attitude has to be correct, action has to be correct. Then it is Karma Yoga. Also sowohl die Haltung als auch die Handlung selber müssen korrekt sein. Also über die Handlung haben wir gerade gesprochen, aber dazu kommt eben auch die Einstellung. Ich kann jetzt nicht Gutes tun und dann erwarten, dass ich dafür jetzt gepriesen werde und gelobt werde. Und wenn ich es dann nicht werde, dann bin ich enttäuscht. Also dann ist es auch kein Karma Yoga mehr. Okay, good. Could Thank I you. answer? Yes. Most of the time I don't think anything by chopping the veggies, but okay, I think it's fine in this case. This is nice. Okay, good. Good. So we should also have. Once you are done, I just wanted to felicitate our yoga
Murthy ji for amazing work that he's doing in Cologne. I just had some small interaction with him. I felt so happy, and that's why today I sat in this class also, where he was teaching asana, though I don't follow German, but I could sense the vibrations of the class, and I could sense with what diligence and efforts he's putting. And okay, I mean, before we wind up, any quick feedbacks? Could you connect with what I said? Ja, also er hat noch ein paar lobende Worte über Murthy gesagt, über seine Stunde, die so schön war. Und jetzt nochmal an euch alle. Habt ihr es folgen können? Habt ihr eine Verbindung herstellen können zu dem, was ich gesagt habe? Okay, that is really nice. So I would like to just felicitate our dear Murthy ji from on behalf of United Consciousness. Can somebody take picture also? So our organization is United Consciousness. You take it in this mobile. Take it in this. So our organization is called United Consciousness, and we are so inspired to see the kind of work he is doing. Okay, great. And he is, if you can come this side, Swamiji will also be there. Very nice. So nice. Is it nice? Thank you. And I have authored a book on Bhagavad Gita, so would like to give this book to him, Bhagavad Gita and Life Management. Rule the world as Krishna did. Very good. Nice. Yeah, so we can leave two copies of this for sale here. Anybody can take it later also. And this is this Tulsi Mala for you, for the kind of great work you did. Very good. I'm so Yeah, thank you inspired. very much. Now I'm overwhelmed. So many. It's more than Christmas in Germany. This is Lord Shiva's, Also, and this is Lord Krishna. I'm really overwhelmed. Thank Thank you you. very much. And for Catherine, can you come here? You really helped me a lot. So this is Rudraksha. So why don't you come here? This is Rudraksha. This is the same and this is Lord Shiva. Great, thank you. I did a lot of pictures. Yeah. So this Yeah, is thank you very much. Now I know why your rabbit is so happy. So can we have a group photograph wherever you want? Here only? Yes. Maybe on the Which in front background? of the altar or at one more. You can choose. think that wall is good. Yeah, it's empty. It's good when there is not Yes. so much space. So the online people, we can't. Maybe Thank we you. can, tell them thank you very much.